Guten Morgen, es ist Samstag in der Früh und heute starte ich mit der nächsten Aufbereitung. Hinter mir seht ihr auch schon das Auto, um das es heute geht. Ein Mercedes SL 320 der Baureihe R129. Gestern Abend habe ich den Wagen schon vorbereitet. Ich habe die Felgen und die Radkästen gewaschen. Ich habe die Einstiege der Türen gewaschen. Und natürlich bekam der gesamte Wagen eine Rinseless-Wäsche. Danach wurde noch der Lack abgeknetet, wobei erstaunlicherweise gar nicht viel Dreck auf dem Lack drauf war. Also eigentlich so gut wie gar nichts, was noch hinterher in der Knete gelandet wäre. Da merkt man auch, dass der Wagen halt im Prinzip ein Saisonfahrzeug ist, was im Sommer bei gutem Wetter bewegt wird. Dann habe ich anschließend schon Plastikteile und Leisten abgeklebt, so dass ich gleich mit dem Polierdurchgang starten kann. Vorher würde ich aber sagen, machen wir nochmal eine kurze Tour ums Auto und gucken uns an, welche Kratzer und welche Lackdefekte wir so finden. Starten wir mit der Motorhaube. Hier sehen wir wunderbar Swirls im Lack, richtig viele. Dazu ein paar Spuren, die aussehen, ja eigentlich ein bisschen wie Knetspuren. Oder irgendwie wie heftig mit einem viel zu harten Lappen gewischt. Dort sieht man auch einmal einen Steinschlag auf der Motorhaube. Der Wagen hat für das Alter und für die Laufleistung erstaunlich wenig Steinschläge, also eigentlich vielleicht nur eine Handvoll. Auch auf der Seite am Kotflügel sieht man nochmal wunderbar die Waschanlagen-Swirls. Im Licht, wie sie mitwandern. Dann haben wir hinten an der Stoßstange einmal leider richtige Kratzer. Da ist auch ein wenig der Lack weg. Mal gucken, das wird sich beim Polieren sicherlich etwas abmildern, aber bestimmt nicht ganz weggehen. Da muss man eventuell mal mit Smart Repair ran. Ich habe dann auch lange überlegt, ob ich das Auto zum Polieren offen lasse oder ob ich das Dach schließe. Allerdings ist es so bei diesem Wagen, wenn das Dach geschlossen ist, ist hier eine sehr breite Leiste, die lackiert ist, wo das Dach aufliegt und an die man dann natürlich nicht rankommt zum Polieren. Hier sind allerdings auch sehr schöne Kratzer drauf. Darum habe ich mich dazu entschieden, das Auto zum Polieren offen zu lassen und habe deswegen hier eine Plane über das Auto gespannt, damit eben im Innenraum kein Polierstaub ankommt. Hätte ich das Auto geschlossen poliert, hätte ich auch eine Plane über das Dach gezogen, einfach damit ich keinen Polierstaub hinterher auf dem Dach habe und das nicht nochmal extra besonders reinigen muss hinterher. Ja, und das war es auch schon an Lackdefekten an diesem Auto. Wie gesagt, haufenweise Waschanlagen-Swirls, aber so gut wie keine richtigen Kratzer. Eigentlich auch erstaunlich für dieses Fahrzeugalter. Nirgendwo mal richtig angeeckt mit der Stoßstange oder auch keine Dellen irgendwie von Einkaufswagen oder irgendwas. Wirklich Glück gehabt über die Jahre. Darum denke ich, wenn der Wagen einmal richtig poliert wird, haben wir auch wieder einen sehr guten Zustand hinterher. Ich starte nun mit der Politur und ich probiere jetzt erst einmal ein paar Testspots. Das heißt, ich beginne mit einer leichten oder mittleren Politur, einfach um zu sehen, ob das vielleicht schon reicht, um diese Swirls zu beseitigen. Falls das nicht reicht, steigere ich mich und benutze halt die nächst höhere oder schärfere Politur und gucke, ob ich dann damit alle Lackdefekte wegbekomme. Ziel ist es halt, so wenig Lack wie möglich dabei abzutragen und halt nur so viel wie nötig und darum halt nicht gleich die schärfste Politur zu nehmen, sondern erst zu schauen, geht es vielleicht mit einer leichteren Politur. Ich probiere den ersten Testspot auf der Rupes 21 mm Exzenter mit den großen 180 mm Pads. Macht auch echt Sinn bei diesem Auto. Hier sind riesige, große Flächen und die sind alle schön gerade. Kann man wunderbar mit dem großen Pad polieren. Und ich nehme die Medium Quarz Gloss Politur von Rupes und ich schaue mal, wie viel man damit schon wegbekommt. Damit ich hinterher auch weiß, wo ich mit welcher Politur gewesen bin, habe ich mir hier so Felder abgeklebt. Auf dem werde ich jetzt einfach mal starten. So sah der Lack vorher aus mit den Swirls. So sieht er hinterher aus. Sieht fast perfekt aus. Ein, zwei kleine Macken, die die Kamera vielleicht nicht einfängt, kann ich jetzt noch sehen.
Ich probiere nochmal rechts daneben eine Stufe härter aus, also die Kors Schleifpolitur von Rupes auf einem blauen Pad. Ja, wie fast schon gedacht, schafft die blaue Politur nochmal etwas mehr, also die Kors Schleifpolitur. Darum wird das auch diesmal wieder die Waffe der Wahl. Ich mache jetzt hier kurz nochmal weiter, zeige euch gleich nochmal ein schönes 50-50 Bild, dass man nochmal den Unterschied sieht. Ja, und dann poliere ich jetzt den Rest vom Auto. Hier nun der Vorher-Nachher-Vergleich. So sah die Motorhaube vorher aus. Wir schwenken rüber in den schon einmal polierten Teil. Ich denke, den Unterschied sieht man deutlich. Ich wechsle nun für den Kotflügel hier vorne auf meine 8 mm Maschine mit 10 cm Pads. Die sind durch ihre Größe hier besser geeignet, weil die an diesen Rundungen hier einfach auch besser aufliegen. Ich habe auch eben schon die Seitenpaneele mit meiner kleineren 15 mm Rupes Maschine gemacht, auch mit etwas kleineren Pads. Da kommt man einfach besser zurecht als mit den großen 180 mm Pads, die zwar für eine Motorhaube richtig gut sind, aber eben nicht für solche Teile, und auch für die Stoßstangen unten sind diese kleineren Pads dann besser geeignet. Beim Polieren sammeln sich Polierrückstände im Pad, einmal von der Politur und natürlich auch vom Lack, den ihr abtragt. Darum sollte man die Pads hin und wieder auch mal ausbürsten zwischen den Polierdurchgängen. Ich benutze dafür so eine kleine Bürste. Und da geht auch ordentlich Staub raus. Und so macht ihr ein Pad wieder frisch und einsatzfertig für die nächsten Politurdurchgänge. Wenn das Pad irgendwann sich zusetzt, dann sollte man auch einfach ein weiteres neues benutzen. Der erste Politurdurchgang wäre nun geschafft. Ein ganzer Stapel Pads wurde dabei verbraucht. Und nun geht es weiter mit dem zweiten Durchgang. Dafür benutze ich diese Hochglanzpolitur, um noch ein bisschen mehr Glanz zu erzeugen. Wird ungefähr auch noch mal so 4 Stunden dauern. Dann ist endlich der ganze Polierdurchgang bei diesem Auto fertig. So, endlich geschafft. Die Politurdurchgänge sind fertig. Ja, und der Wagen ist schön am Glänzen. Jetzt werde ich ihn noch schnell mit Isopropanol reinigen und den ganzen Polierstaub entfernen. Dann wäre das erstmal geschafft. Bleibt nur noch der Innenraum. Aber ich mache erstmal sauber und räume ein bisschen auf. So, als letztes für heute werde ich jetzt noch die Ledersitze machen. Dann können die schon mal trocknen bzw. die Lederpflege einziehen bis morgen. Und dann steht nur noch der Innenraum auf dem Programm. Und als Finale den Lack versiegeln. Die Reinigung des Leders erfolgt in diesem Fall jetzt auch zweistufig. Erst werde ich einen Reiniger aufsprühen bzw. mit einer Bürste einmassieren ins Leder, um erstmal den ganzen Dreck zu lösen. Dann mit einem feuchten Mikrofasertuch Reiniger und Dreck aufnehmen. Und anschließend kommt eine Lederpflege drauf, die ich einfach mit einem Mikrofaserpad auftrage. Wichtig vielleicht noch bei Ledersitzen, dass man nicht vergisst, auch die Rückseite der Sitze zu machen.
bisschen Dreck runter. So, das Leder sieht jetzt wieder gut aus und kann über Nacht trocknen. Morgen geht es dann weiter mit dem Innenraum und der Versiegelung ganz zum Schluss. Ich mache jetzt noch Feierabend. Guten Morgen, es ist Samstagmorgen in der Früh und... Ne, warte, das hatten wir schon. Es ist Sonntag, der letzte Teil der Aufbereitung. Ich schnapp mir erstmal den Staubsauger und lege los. Eben habe ich die Fußmatten aus dem Auto genommen. Dabei gehe ich jetzt so vor, dass ich die zunächst einmal umdrehe und die Rückseite absauge. Danach lege ich die saubere Rückseite auf eine Plastikfolie, damit ich eben mit dem Rücken keinen weiteren Dreck vom Boden aufnehme. Und dann reinige ich die Vorderseite. Ich gehe hier auch einmal mit Allzweckreiniger drüber und bürste einmal mit einer Polsterbürste durch, um den Dreck zu lösen. Bei einem Roadster oder Cabrio ist es natürlich sehr praktisch, dass man zum Innenraumreinigen das Dach öffnen kann. Man hat dann viel Licht im Innenraum und man kommt überall ran, ohne sich den Kopf zu stoßen. Aber man muss natürlich auch das Dach zumachen, nur so sieht man den Dachhimmel und kann die Scheiben im Verdeck hinten sauber machen. Und es gibt quasi noch einen dritten Zustand, nämlich halboffen. Erst dabei kann man in den Verdeckkasten schauen und dort auch noch einmal sauber machen. Nun kann ich noch den hellgrauen Dachhimmel reinigen und außerdem ist hier vorne noch eine Plastikleiste, die jetzt auch erst zum Vorschein gekommen ist, weil die ist am Dach dran. Die kann ich auch noch säubern. Und als letztes kommt noch das Heckfenster. Zu guter Letzt kümmere ich mich noch um die Reifen. Diese braune Farbe sieht nicht ganz so hübsch aus. Da gebe ich jetzt noch eine Runde Plaststar drauf. Dann sind auch die wieder schön schwarz und ja, matt glänzend. Wenn ich gleich alle 4 Räder gemacht habe, rolle ich den Wagen kurz einen halben Meter vor, damit man an die Stelle, die unten platt aufliegt, auch ankommt und hier auch noch mal ein bisschen Plaststar auftragen kann, damit der Reifen komplett glänzend ist. Ansonsten hat man hier eine Stelle, die halt matt ist, weil man da einfach nicht rankommt. Der Wagen steht ja drauf.
So, der Innenraum ist nun auch sauber, kommt nun noch das große Finale, die Versiegelung des Lackes. Dafür verwende ich wie immer Sonax Polymer Net Shield. Und geschafft! Die Aufbereitung ist fertig, der Wagen ist versiegelt. Insgesamt habe ich jetzt ungefähr 16 Stunden gebraucht und mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich denke, es gibt noch ein paar abschließende Bilder und wir sehen uns im nächsten Video.